Hallo und willkommen zurück zu Wildermyth. Mein Name ist Mr. Wayne und für nach, was wir letzte Folge aufgehört haben, nämlich haben wir in der letzten Folge das erste Kapitel, die erste Kampagne, also die Tutorial-Kampagne Age of Earthquakes abgeschlossen und fahren nun fort der Reihe nach mit The Enduring War. A centuries-old war resurfaces, bringing with it questions of humanity, identity and the price of ambition. A 5-chapter story with Morthagi as the main threat. Morthagi oder Morthagi? Morthagi vermutlich. Und wie machen wir es? Schwierigkeitsgrad technisch. Ich habe vor, den Schwierigkeitsgrad laufend zu steigern, nämlich. Wie wäre es, wenn wir es so machen? Den Enduring War und Monarchs on the Mountain machen wir noch auf dem Adventure-Schwierigkeitsgrad, dann die nächsten zwei auf Tragic Hero und dann die letzte finale Kampagne, die wir bis dann hoffentlich freigeschaltet haben, machen wir auf Walking Lunch. Gut, okay. Machen wir erstmal hier Adventure, Standard-Schwierigkeitsgrad. Dann weiter. Startparty, wir drück einfach mal. Ich spam, krieg das einfach mal und einfach irgendwann auf und dann haben wir unsere Party. Okay, William, Melfa und Quitch. Decisive Poet, Compassionate Loner und Aloof Romantic. Und es ist immer noch mit 0 bei den Calamities recommended. Gut. Ja, ich schätze, das ist zwar keine Tutorial-Kampagne mehr, aber es ist immerhin unsere erste Kampagne, mit der wir auch 5 Kapitel haben und nicht nur 3. Ja, nein, ich möchte gerne einfach weiter. Und dann schauen wir mal, was das hier so wird. "1000 years earlier. Telkus. The initial limbs were success, and I'm confident the premise is sound. The thought of that sickness taking you first is too much to bear. We can ride this out together, we can endure." Well, you can't be serious. Huh? There are things they told us of. Things without souls that walk in forgotten places, following orders from centuries ago. Don't linger in caves, don't delve too deep. Could be more Morthagi down there. Perhaps they were the story that let people challenge their fear of eternity, of what would come to pass after their own deaths. Nightshore was always our go-to threat growing up. Now that was a monster. And the things in the dark can be left unseen. Until suddenly they can't. One. Okay. What was that? We'll figure it out later. Und weiter. Oder wer oder was auch immer das zuvor war. Das ist doch auch ein Morthagi, oder? Ja, jetzt ist los. Einfach ein blauer. Hier kommen die grünen. They may not bleed, but let's see if they can die. William, whatever you can and swing. Nein, also, William, whatever you can swing and come. Schauen wir mal. Don't tell me what to do. We're on the same page. I see. He looks so gorgeous when he's urgent. Decisive Poet. Wo ist denn sonst noch? Nein, hier ist rechts, hier.
Ja, das passt am besten. Oder same page as sie. Any inspiring battle cries? Nothing I can polish off in 3 seconds. Let's see if we can get them at the... Was? Let's see if we can get at them from multiple sides. Stoicism. All heroes +1 armor / warding. Und wir haben Spectic. Gears quick and knuckles crack. It's one grasping claw, reaches and strains. Und das Sommelier. Oder Sommelier? Sommelier, sag ich mal. Ich weiß nicht, was ein französisches Wort ist, aber es hört sich gut an. Hissing tubes, a gulping pump, it teeters forward on spindly legs, trailing violent vapors. Keine Schusslinie, sehe ich das richtig? Ah, schade. Na gut, dann ähnliche Position. Und wir warten auf Gegner. Dann immer zuerst die Bodenschüsse. Okay, 70% Wahrscheinlichkeit zu treffen, das ist Bullshit. Na, viel besser Schusslinie haben wir nicht. Wir haben erstmal den mehr auf dem Kopf. Ich habe mich gerade gefragt, wieso er zurückgegangen ist. Das war, weil du einen Knockback hast, oder? Ist wahrscheinlich. Und dann, ne, weißt du was, greifen an. Der Rest von euch, der Ulian, du greifst. Du lässt stehen. Ich schätze, du kannst die Lampe anzünden. Einfach nur, weil du eh nichts zu tun hast. Und er hat magische Angriffe. Interessant. In der ersten Kampagne hatten wir bisher noch keine magischen Angriffe. Abgesehen von den Gorgonen, aber die waren ja auch fast schon Minibosse. Wir haben hier eine Standardeinheit von den... Wie heißen die Dinger schon wieder? Von den Dingern einfach zu scheinen sein. Die Namen habe ich gerade vergessen. Ja, wir sehen es an. Okay, und ja, hier kommen die ersten Klassen. Battle Dance, Melee Attacks, only cost 1 action. Final Challenge, once per combat as a swift action, Ultim frightens the enemy, forcing him to spend the next turn running away. Once every other turn, as a swift action, Ultim shreds 2 of a foe's armor with his weapon. Wieso nicht? Ich habe das Gefühl, die Typen werden auch oft Rüstung haben, wenn sie Konstrukte sind. Foxflight or Full Shot. Maneuver fires a cleverly placed arrow that will pass through the first target and hit the next target in a line, dealing -1 damage to the second target. Ja, das sieht gut an. Und du wirst einfach ein Mystic ohne irgendwas anderes? Einfach so? Ohne dass du erst ein Buch finden musst oder was auch immer? Okay. Interessant. Open-minded. Can interfuse with an addition target. Naturalist, das haben wir schon zuvor. Allerdings... ich glaube, Earthsky-Ding, das hatten wir noch nicht. Und ich mag es mit Stein zu interfusen, weil der Diskus einfach eine extrem nice Fähigkeit. Advanced Interfusions, passive. All allies may wall with interfused objects. Nice. Stone, passive, grants extra armor, warding and temporal health. Und active ist ein Rock Shield. Und mit Bone haben wir Bone Wall, also ein bisschen mehr defensives Zeug herunter. Scarf of Attunement, mehr Potency, klar, geht für den Mystic. So, first order of business, we break those things down and hack up the parts. Second order though? We can't very well go back to sweeping cobblestones after this. Not with such a clear path in front of us. Good, right. Perhaps we are meant for this. We'll hunt them, we'll find them. We'll dig these splinters out of the world.
We'll need a company name. Something to remind us of who we are now. How we changed in this day. I was thinking... okay, the rustics of darkened goats. The unicorns of law. Warlock's honor. Ich glaube, das ist ziemlich gute Bonebreakers. Weil sie wollen ja die Dinge erledigen. Die sind meistens Knochen. Well, it's unique at last. At least. Here follow the tales of the Bonebreakers. Ja, ich sage einfach Morthagi. Morthagi. Ich weiß, wird das wirklich die richtige Aussprache. Morthagi hört sich ein bisschen besser an. Oder, Vermutlich werde ich zwischen den beiden Namen wechseln, einfach weil ich nicht darauf achte, ob ich jetzt Morthagi oder Morthagi ausspreche. Also, ja, eines der beiden wird es sein. Okay. So, einen Watchman erhalten. Wer ist denn alles aktiv? Die Frixer sind hier nicht aktiv. Auch schon wieder nicht. Haben die eine spezielle Mechanik in der Kampagne? Vielleicht sind sie deshalb nicht aktiv, weil das ist schon die zweite Kampagne, in der sie nicht aktiv sind. Und die anderen sind alle aktiv. Na gut, spätestens in der Kampagne, wo sie der Hauptgegner sind, werden wir sehen, was da los ist. Okay, clear all hostile sites, locate Smillington Forge. Wir können schon einen weiteren rekrutieren. Ich meine, mehr Leute ist nie verkehrt. Warum glänzt du so? Weil ich dich ausgewählt habe, oder? Ja. Also ja, rekrutieren wir jemanden? Cowardly Peacemaker. News. Ja. Ich hätte jemanden vom Legacy picken können, aber machen wir ein paar neue Helden. Another soul to stand. You're back? I saw you leave a while ago. And I usually like to travel light. But it's becoming apparent that we need another person at some point. Are you interested? I'm glad to hear you say that. I was helping Joe repair the last of the carts, and it struck me that there's no reason those things might not come back tomorrow. No reason other than us. Exactly. I don't want anyone else to have to wear at night. So, you in? I am. What sort of skills do you need the most? Gute Frage. In den ersten Kampagnen hatten wir einen Haufen Warriors, aber möchte ich jetzt definitiv ein bisschen den Fokus auf was anderes holen. Die Frage ist, Mystic oder Hunter? Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was in Anführungszeichen besser wäre. Weil wir haben erst einen Kampf gegen die Mythics. Es war nicht Mythics, es war... Na egal. Morthagi, das war der Name. Wir haben erst einen Kampf gegen die Morthagi und dementsprechend weiß ich nicht, was besser wäre. Ich glaube, ich weiß was. Und zwar als Hunter, weil, wenn schon eine Standard-Basiseinheit der Morthagi Magieangriffe hat, ist es vermutlich, wahrscheinlich, dass höhere Einheiten auch noch mehr Magieangriffe haben. Und dementsprechend sind Warrior nicht allzu gut, weil die haben zwar gute Normal-Defense, aber viel Magieresistenz haben sie nicht. Mystics wären gut, weil sie in der Regel eine gutes Warding haben. Und sollten Schaden aushalten können. Allerdings ist es viel besser, die Gegner nicht erstmal an uns ranzulassen. Deshalb, yep, Hunter.
News, Amber is now a greenhorn hunter. Archery after range attack against her energies and allies. Oh, counterattacks, das ist nice. Piercing shots. Ja, auch gut. Muse's ranged attacks have 1 pierce. The ambush active. Muse draws back using a ranged attack on the first enemy who enters the threatened tiles on Overwatch, dealing an extra +2 damage. If the shot is not sprung, Muse gets a free attack at the beginning of her next turn. Oh, das ist geil. Das ist eigentlich alles nice. Aber machen wir das hier. Und dann schauen wir mal, was hast du denn so drauf? Was legst du natürlich? Gear, ja, Startzeug. Ambush, ja, Single Action and Turn. History. Extra Dark Heart. Gut, na, wir haben jetzt schon 4 Leute, nice. Wo gehen wir hin? Hier ist das Ziel, also gehen wir am besten so durch. Hier, hier, hier und dann hier. Und dann hier, ja. Starten wir bei Loden Pines Timbers. Müssen ja schnell gescoutet haben mit 2 Hunter, ja. 11 Tage, um zu scouten. Ich hätte auch das Team aufsplitten können, aber bleiben wir lieber alle zusammen. Im Fall eines Kampfes, genau. Und ihr seid jetzt Rivalen. Wie ist das passiert? Das kann ich nicht selbst auswählen, das ist einfach passiert. Ihr seid Freunde. 10 Block and Walling, yep. Hier. When you have stunts, you get... Ja, das ist noch das gleiche. Gut, dann greifen wir an. Mit 4 Leuten schon soll das ja einfach sein. So. Old found caverns stretch beneath Wendel and Henge. Before you weren't laying back there, Melfa, we'll lose you, you know. Only their backbarking echoes answer them. Wait, where's Melfa? This isn't him not saying anything. This is him not being there, right? Neither's particularly aware for him, but yeah, he's gone. Probably just wait. None of you likes waiting though. They scour their steps for the last sign of Melfa. There's a likely looking off branch back here, an almost triangular crevice, and beyond is a tight twisting tunnel. Below them in the coldening ground in the fungal glow. So I can't help it. It's against my nature, it's what I say. Not to follow my intuition. Anyway, I find things when I'm on my own. Under blade-sharp stones, a wider space, a firmer shine. There's a powerful smell. A heart smell. The heart of the mountain. And at first glance he thinks a massive grey man is hunched over a blue-white flame. But realizes, what? Is that? Unfamiliar language seems to twitch and change on every surface. You've just been here, since as far into forever, as anyone remembers. I wonder how sorry you'd be to lose a jewel. That's obviously sentimental, no one cares anymore. Even our heirloom gods deserve the dignity. Compassionate Loner würde es, glaube ich, einfach lassen. It really is a small gesture. I don't know why I have this compulsion to say something. I won't. He pours a circle of moonshine on the ground before its wide and all-addressing scowl, and then he leaves. It's odd. For a moment he feels awful close to whoever once walked this place, worshipped that weird idol, kneeled where its stone throne fell. Melfa? Melfa? William? Sounds like you. If you didn't recognize my hooting, you'd be a bad friend. Good thing then. United they move on and soon emerge to fight another desperate fight. But ever and after, tucked underground, a stone-shearing god will dream of him, and Melfa will be protected. The Suche nach Falling, perfekt! Watchman, Sommelier und Spectic.
Was hat denn der Watchman so drauf? Ratcheting neck swing around as its armored body moves, keeping uncompromising vigilance. Haben wir irgendwo Deckung? Hier, ja. Wir sehen noch nichts. Da ist mir was. Das ist wie ein Boiler, Steel Fire. Ja, das ist gut genug, würde ich behaupten. Ist ein Kill schließlich. Und wo sind die anderen Gegner? Ah, hier oben geht's weiter, ich sehe. Melfa, führt dich hier hin. Heilige Scheiße, du bist so groß. Für einen so für einen Gegner meine ich. Crossbow, das ist 4 Schaden, Slam, das ist 5 Schaden. Damage hat nicht eine große Reichweite, also werde ich mit dir, glaube ich, einfach auf einen Step machen. Ja, und das ist auch nicht. Was war das gerade? Was haben wir hier? Barrage, ja. Was für eine Aktion man dir gemacht hat. Ah, vermutlich kann er getarnte Leute aufdecken. Das muss es sein. Und toll, das bringt gar nichts. Was sind wir hier? 4 Range. Oh, das ist die Bone Wall. The word of ancient bone across the ground, impeding foes. Natürlich die Bone Land. Und Interfusen mit Bone bringt dir einen Bonus? Nein. Oder, ah nein, es muss Stein sein, oder? Ja, es muss Stone sein. Das ist natürlich Bone. Gut. Nicht der Fullshot, der... Oh, warte kurz. Ah, der Fullshot, der replaced ein normaler Angriff. Okay. Oh ja, wir machen nicht viel Schaden. Leider, na gut. Keine Ambush, das macht mehr Schaden. Ja, dann sollten wir das auch machen. William, du stehst hier hin. Und der zögert das Ding. Na gut, er wurde erledigt. Also ich denke, die verschwenden das jetzt nicht, aber ich hätte doch lieber den Watchman getroffen. Ah, gedodged, sehr schön. Und jetzt Bonelands. Ja, hallo. Wieso macht das keinen Schaden? Jetzt macht es. Oh! Ich dachte, die Typen wären 4x4. Nein, es sind 2x1. Okay. Gut, sie sind geblockt, ernsthaft. Na, komm schon. Gut, weiter angreifen. Gedodged. Ich muss mich verarschen. Komm schon. Ein Schaden, nicht viel, aber besser ist nichts. Shield Shear ist hier perfekt. Swift Deck, das hätte ich bevor den Angriff von denen machen sollen. Na gut, jetzt ist es schon passiert. Dann Strike. Dann machen wir, wie sehen die Bone Wall aus? Das ist einfach nur das hier, sehe ich das richtig? Ja, okay. Gut, wie auch immer. Du kannst dich angreifen, weil du zu nah dran bist, ich verstehe. Und mit dem geht's auch nicht. Dann räch dich bitte für den Schaden, den du erlitten hast. So. Und das war's. Elkhorn Cloak. Melee und Range Accuracy, okay, wer ist am schlechtesten? 102, 107. Bei euch muss ich eigentlich nur auf die Range Accuracy zählen. 100 Ranged.
105 ranged. 107. 110 mehr. Das ist schon am ersten vonnöten, oder? Right, die Diffused Angriffe sind ja meistens eh schon extrem genau. Hier ist die einen anderen. Einer meiner Ranger. Flash a cloak that shimmers in the sunlight. Und die Spectics haben jetzt 25% mehr HP. Okay. Dann, ja. Sicher für dieses Gebiet. Mhm. Wir können jetzt durch am Anfang alles gebrauchen, was wir kriegen können. Also her mit dem Loot. Und was haben wir gefunden? Sash of Divinity. Warding. Niemand von euch hat bisher Warding relativ viel. Du kannst sagen, du hast den wenigsten Quatsch. Interessanterweise. Obwohl du ein Mystic bist. Aber ja, wenn du wenigstens Warding hast, dann ist das Ding. Und weiter geht's. One evening on a long road through Western Stand. Muse! Muse! Muse, yeah, come with me, hurry! What's wrong, Quitch? Did you find something scouting? There's no time, come quick! Hurry! Ich bin die kleinen Keks geil, die am in den Comments eingebaut sind. So dann, Quitch, wait for... Surprise! Wow, Quitch, this is amazing. You spent so much time taking care of others. I wanted to do something special for you. If I didn't know better, I'd say you were trying to seduce me. Is this a date? Wäre das was Ding machen würde? Quatsch. Definitiv, weil du vom Einzig. 100%ig. Wo war jetzt das mit dem Relationship? If you want it to be. I do want it to be. Muse and Quitch have fallen in love. Das ging schnell. Aber nice. Die Boni müssten... Ja. Build a station to earn resources. Her damit. These trees are supposed to be beautiful in summer. Let's put our hands to it. Masterwell's famed hunters swear they could increase their haul with a new hunter's blind. There's hardworking families with... What? There's hardworking families would love a new lumberyard, but then there's also the responsibility to the old forest guard. Hunters Blind für Hardwood und Hides, Lumberyard mit 2 Hardwoods oder Forestry mit Hardwood und Spellthreads. Ist eigentlich egal, wir können alles gebrauchen, aber ich denke... Hardwood und Hide. Weil wir haben eine Menge Bogenschützen und ich glaube für Bögen und die Ausrüstung braucht man eher Leder und Holz. Hunter's Blind established. Und weiter geht's. Lonala Henge. Und dann schauen wir mal. Might get some more wood for the fire. You're going to be up longer? Quitch's already turning in. Sometimes I wonder what his dreams must be like. Epic, no doubt. Anyway, want company? Don't feel obliged. It won't be interesting. Just awake. More wood. Oh, thanks. The
fire wiggles through the fresh wood, happily as a mud dog. Malphite's eyes grow tired. He begins to see things. Ugh. Flickerings of Morthagi, flickerings from Lunala-henge. Malphite watches the story take shape. In Lunala-henge, there lived a young man who had the makings of a keen hunter. He would move silently through the surrounding forests. No track or twig break escaped his notice. Over the years, hide-and-seek rituals became hunts and patrols. And as his skills grew, so did expectations. And the defender of Lunala-henge wears more than a wooden bead around his neck. It fits you well. But when Morthagi feet came stomping and scraping. Malphite shakes off the story's unpleasant end. The next day brings bitter anticipation. Looks like they made a stand outside Lunala-henge, Papa. Shot snakes, broken way candles still around. They can't have been well armed. Poor soul. The necklace is sturdy, but Malphite carries it like a broken winged bird. Find something? Defender's Necklace Armor, das ist für unseren Krieger. Wenn niemand ja, Physical Damage nimmt, wird es eher sein. Okay, ein Spectre, ein Sommelier und ein Watchman. Nichts allzu Neues oder Gefährliches. Ja, haben wir Stone. Ja, Interviews mit nicht so viel Stone wie möglich. Der Diskus ist jetzt ziemlich gut und sollte jetzt mehr, ja. Oh, aber es geht, es stackt nur einmal, oder? Obwohl es steht Grand Temp Health, es sagt nicht wie viel, vermutlich ist es pro Rock ein zusätzlich HP. Der Diskus ist vermutlich nicht in der Lage, ihn zu treffen. Nein, aber in der nächsten Runde können wir dann dafür viel Schaden verursachen. Splinter Blast auch nicht. Dementsprechend, weißt du was, warte hier hinten. Schuss den haben mit euch noch nicht. Also sneakt mal ein bisschen herum. Ich kann auch Ambush machen, aber ich habe das Gefühl, jetzt für die Gegner noch, ja, die Gegner haben zwar noch relativ wenig Block, aber machen nicht viel Schaden, das ist glaube ich nicht allzu dumm. Ist das Bone Link, Drive Link? Das ist immer ja auch irgendwas, das Ding bringt. Ja, vermutlich, wenn sie das Ding aktiv haben. Jetzt natürlich haben sie es nicht aktiv. Na gut, ihr ignoriert Rüstung, das heißt, ihr solltet den Watchman angreifen. Der Fullshot trifft nicht 2 leider. Der Watchman ist stark beschädigt. Quitch, dein Diskus müsste hier guten Schaden ver... Hallo? Diskus von hier? Ah, kannst du ihn angreifen? Dann versuch's mit dem hier. Auch nur einer. Diese Diskus sind nicht besonders gut. Splinter Blast wird auch nicht viel mehr machen. Ah, das ist ärgerlich. Dann schauen wir, wen wir finishen können. Kannst du... Du hast den Sommelier vermutlich nicht erledigen können, nehme ich an. Ne, und dann machen wir den Splinter Blast. Na gut, das wäre Friendly Fire, also nur ein Diskus. Dann ebenfalls angreifen. Jeder hat, der hat die Rüstung, das heißt erstmal ein Shield Shear. Und dann, wenn du gerade daneben stehst, kannst du ihn gleich auch einfach so finishen. Hallo. Quitch. Diskus bringt zwar nicht allzu viel, weil es nicht drüber bounced. Was du noch ein Gegner ist, aber trotzdem, das ist nichts. So, Cover. Leg hier hin. Und erledige mit dem Messer. Gedodged, ernsthaft? Okay, jetzt aber.
Muse and Melfa are now rivals. Okay. Wer der bessere... ja, der bessere Dings ist, also... Besserer Schütze. Schild... Ja, für uns ein Warrior. Und Wing of Illumination. Mehr Stun-Chance. Wer hat die geringste Chance? Niemand. Da gehen wir jetzt einfach rein und sowas. Ranger. Phew, glad that's over. You came Alpha? I'm good, but there's a building over here we should check out. Nice of the roof to have holes in it so we can look around. Hey, come check this out. Ooh. Yep, she's dead. Mon, just a body, don't you see? Look at the shield. Seriously? You have never heard of the Dragon's Paw Company? This is the shield of Kapitel White. Didn't happen much, did I? I did it. Dragon Paw Shield, an artifact. Bonus damage? An impressive shield that used to belong to an old folk hero. Take 1 less damage from non-flank attacks und Bonus Damage. Ich meine, der Einzige, der vermutlich jemand ein Schild haben wird, bist du. Sehr tauschen das aus. Und Weltlinks. A new card, yep. Walking Staff, yep. Und dann sicher für diesen Bereich noch haben wir Zeit. Es passiert ja nichts, wir haben kein Zeitlimit, um alles zu schaffen. Das Einzige, was jetzt sind Calamities, aber die sind nicht so schlimm. Snakestone Talisman, plus 5 Dodge, Wert am wenigsten. 45 zu 50. 57,4, 55, 57. Oder wie ich kann es dir geben, allerdings. Ich meine, du bist der Tank, es würde nicht schaden. Defense wäre zwar auch nice, aber. Geben wir es dir. Dann. Weiter. Getrauben und Gargonen halten eine Menge. Die Morthagi halten ein bisschen mehr Schaden auf den Spectac. Kein Problem, können sie ruhig alles haben. Ist mir sowas von Wurst. Apple Glade, eine Menge Holz, eine Menge Leaf gibt es hier. Here's a thought. Maybe Apple Glade isn't as dangerous as we believed. Hä? Nice, der ist krass. Und dann boom. Einfach weg vom Fenster. Hä? What news? Down here. New step has broken the hidden calling of a hunting pit and just fallen scuffing and scraping into a dark rocky hole. You survive okay, Muse? How far down are you? Far enough. They need to be careful right here. I've put us all in danger. You're close to where those things are spotted. If this is a trap, do you have time to help her? I climb in with her, but can help each other get back out? Let's be methodical safe, try to get a rope or something. Or maybe we can leave her down there to act as bait. Quitch. Versuch's. Doesn't take Quitch long at all. He climbs nimbly down and helps Muse back to the top. Oder Muse. Ich glaube bei Muse. Wobei ich werde vermutlich beide Varianten immer nehmen. Einfach weil ich nicht darauf achte. Another moment too soon. Und da sind die Gegner. Fortitude, also plus ein Hitpoint. Wir haben... Oh, diesmal sind es Gargonen. Wager, Raccoon und Roll. Und... Oh, ein Leafspirit. Ist das Ding knuffig? Bleib hier, du! Okay, ich will den Spirit. Das heißt, du wirst hier Silk steppen. You'd prefer to be left alone, wouldn't you? Ja gut, ich würde sagen, es bringt nichts hier jetzt ein Level 0 zu entscharten. Allerdings schalten wir dann die Naturbogen oder das Tormesser frei für weitere Durchläufe. Also ja, enchanten wir das Ding.
Aspen Seeker Throwblade. Oh, es wird upgraded. A well-made bow imbued with the wild growing spirit of leaves. Stunt effect grants 2 temp heart to the hero. Nice. Dann. Okay, jetzt vielleicht. Ja, ist schon besser. Ich würde schon sagen, wie soll es kein Schuss ziehen? %. Der ist in Deckung, der ist nicht ganz gut. Ja, 80 ist ziemlich gut. Ein bisschen Schaden zum Raccoon. Guardian wird nicht möglich sein, oder? Welche Reichweite hat die Schafe? 2. Du könntest hier hingehen, allerdings hätte ich es lieber, wenn du hier hingehst. Dann ein bisschen tankst. Quitch in der Zeit haben wir. Das ist ein Stein hier. Interfusers mit dem Stein. Und hauen einen guten Diskus rein. Ja, hier hin. Weil wenn wir es auf jemand anders machen, ist es nicht wahrscheinlich, dass es dich trifft. Ja, du bist gedodged, aber der Kleine ist weg. Schön geblockt, sehr schön. Melfa. Ah, jetzt hätte ich ein bisschen anders bewegen sollen. Vielleicht hätte der Full-Shot gewirkt, aber nur Mut. Dann die Rüstung als kostenlose Aktion. Bevor wir weiter angreifen, nochmal einen Diskus. Auf den Rö. Wenn er trifft, was ab. Er stirbt den Rager. Das war's. Der Lion Tail. Great Spear. Also 2 Handwaffe. Und wenn du schon ein legendäres Schild hast, würdest du den behalten. Aber ja, nimm den Lion Tail. Für den Fall, dass wir doch irgendwann mal ein bisschen mehr Range benötigen. Calamities. Okay. Mehr Schaden. Kurze Frage, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding macht noch mehr Schaden als eine Schaufel, ja. Hat halt die gleiche Reichweite, einfach. Aber ja, mehr Schaden und 2 Hand, das heißt, der Power Shield geht nur, wenn er momentan noch die Schaufel hat, aber später will ich das natürlich mit einem normalen Speer ersetzen. Und dann schauen wir hier noch, was wir noch für ein Item finden können. A foe daring for the mistress of epic lay, that's probably rewarding, nice. Feather steel knee pad, speed! No nonsense knee protection. Ein Mystic kann es nicht ausrüsten, so wie es aussieht. Wir hatten momentan okay, du bist langsam. Wenn du Warrior bist, das ist ja ein dummes Ding. Dann hier können wir nicht hin, weil es Gebirge ist. Dann nach Erlenland Forest. Shylem Freshery. Das Ding ist... Ja. Das Ding ist infested. Entfernen wir die Infektion. Und die sind jetzt auch schon hier zu investieren. Na gut. Kommen wir uns erst das Gebiet zurück. The sun's fallen, the silver fog floats from the teeth where shadows pool. Oh damn, wait, the others won't want to lose you. Can't wear my gloom like cut like this. You? Listen, twilight birds are silent.
The quiet forms a fence around them, impenetrable. The whirling air almost utterly opaque. Melfa? Muse? Quit barking. Let's get to the trees. At least they're solid. They hold just inside the shelter of the pines, the dark air clinging wet. The trunks they press to dampen their palms. Well, what now? And then something vast moves beside them. Slowly. Achingly slow. It passes. Too enormous to be seen, impossibly silent. I believe in anything now. Night's fallen. The fog wanders away, clinging to the felty outline of the gargantuan shadow. Let's find the others. Maybe they saw it too, maybe they saw it better. Or I'd rather us to take a look now. Trails get cold quickly in the dark. Ja, wollen wir's. Come on, Quitch, aren't you supposed to be the hero? Lead on then. Lucky for you, I'm here. The night, emptied of silence, fills again with noise. Crickets and owls and scuttling ferrets. Approximately where the giant had passed, they search. There are no footprints. Pools of green light are spaced along between the unbroken pine trunks. Perhaps a distance to match the thing's huge strides. Even as they watch, the light pools rapidly shrink into the ground. Drying, sinking, perhaps just fading like starlight. Ulding runs to stoop over one of these, and scrapes the off away with the tip of his spear. Careful. He plucks a glowing seed from the ground as he tries to burrow deeper. It slips his grasp, but then floats, settling in the air. Think there's bone marks on the prowl. Snatching the seed, Ulding secures it in his pocket. This is shouting distance, right? It's only worth a try. Melfa! Muse! The friends find him. But so do the enemies. This... Oh! Das erstmal, dass wir einen Nachteil haben. Walling provides no armor in this combat. Wir haben einen Wildling, der ist neu. It runs wild like a panicked beast, as if the ulcous coals clanging in its belly scorches inside. Watchman, Wildling. Wo ist der dritte Gegner? Ja, hier hinten vermutlich. Oh, okay, eins nach anderen. Wir können nicht wallen, was blöd ist. Okay, es sind zum Glück alle kommen sie vom gleichen Ort. Full Shot. Okay, funktioniert nicht. Next target in line, da ist niemand in der Linie, so wie es aussieht. Na gut, Schaden ist Schaden. Allerdings wird, glaube ich, jetzt Silk-Step für dich besser sein, damit du nicht gleich angegriffen wirst. Und auch weil das Vieh noch Rüstung hat. Und was haben wir als Optionen? Ja, Splinter Blast ist nicht schlecht, aber der Diskus ist ein bisschen stärker, auch wenn die noch eine gute Menge an Rüstung haben. Okay, wir können das noch nicht benutzen, dann können wir gleich so gut mit dem Raum hier interfusen. Spectre kommt zuerst. Watchman triggert. Nice, man stunt. Das ist gedodged, sehr schön. Und in diesem Fall versuchen wir es mal so. Du gehst hier hin. Push-Up müsste beide treffen. Ja, tut es. Der Watchman hat ja noch zu viel Rüstung, dass es irgendwas tun würde. Ändern wir das zuerst. Und verfehlt. Und du ignorierst Rüstung. Eva greift den Wildling an. Sonst dann Diskus wäre eine interessante Idee. Hat allerdings nicht eine gute Trefferchance während der Splinter Blast. Beide trifft, garantiert. Den Watchman killt und den Wildling stark verfehlt. Und auch seine Rüstung abzieht. Und ne, es killt das von Stunt, ja. Geil. Cut for the competitors. Trigger availability. Oh yeah, watch this 5 times in a single fight. Na gut, wir haben ja viele Rivalen, oder? Du und Quitch seid Rivalen. Du Malfoy seid Rivalen.
Naja, Strike vielleicht. Ja, kein Stunt hier. Na gut. 4 Schaden leider. Immer hast du ein bisschen was geblockt. Ja, hau ihm auf den Kopf. Und Level für Uldiem. Bloodhound Warrior, Raider. As a swift action, Uldiem can start a fire on an empty tile or break a piece of adjacent scenery, dealing 1 damage to all foes adjacent to the scenery. Ich meine, wir haben schon eine Quick Action für ihn, das mit dem Shield und das ist sehr gut, mir weiter nicht viel bringen. Oh, ne, das heißt Shield Shear, wir haben das Upgrade. Can use multiple tiles per turn. Nicht unbedingt vonnöten bisher, aber es ist definitiv nützlich. Inspiration ist nice, aber wir haben nicht viele Leute, die beieinander stehen, also nicht dort, wo du stehst. Vicious ist dann wohl eher, oder? Ich meine, es ist einfach plus ein Schaden auf alles. Allerdings mehrmals im Zug? Gegen jene, die wirklich viel Risk haben? Ne, holen wir uns Vicious nicht. Mach mal einen Großspeer. Der Dagger ist ja nur gut, wenn jemand am Flankieren ist. Es kann sie nicht schaden, wenn ihr ein paar, ja, Speere holt. Mehr Potency? Ja, Quitch. Definitiv. Once again, the night air belongs to the songs of ordinary creatures. Everyone still here? I hate the night battle. Keep knocking into trees. William and Quitch recount what they saw, a colossus striding silently through the silver fog. The others never saw more than the great banks of mist separating them. They make a further search for sign of the giants passing. Or are forced to camp, precious hours from sunrise, having found nothing. Later. You're an enigma, little thief. Udin plants it on a sun-blessed hillside, in a bed of soft earth. Who knows what will sprout? Und neue Karten. Batchby. Sichern wir das Gebiet. Während dem Ding könnt ihr euch auch heilen. Throw delving through the mysteries of Shine and Freshery has proven rewarding. Ressourcen und für richtige Items. Handhammer war gewonnen. Okay, das ist die eher auf Defense geht und weniger auf Geschwindigkeit. Made by sewing metal links and plates into wool, then covering it over with a hardened leather, traditionally grey. This is the standard suit of mail for most stationary marksmen. Okay. Dodge geht auch runter, leider. Also dafür eine gute Menge Rüstung. Wem von euch habe ich den Speer gegeben? Kann ich nicht nachsehen, oder? Ja, doch, kann ich einfach draufklicken. Dir. Und Craft für das Scarf. Mehr Warding. So replacen möchte ich das Ding nicht 0,8, 1,7, 0,3. Ja. Dann gehen wir noch kurz zurück. Patrouillieren das Gebiet. Ja, wir können schon Defense preparen, aber ja, kein Grund dazu, oder? So, weg mit dem Scheiß und zu Verwirrt. Okay, was die Morthagi angeht, kriegen sie noch Skeptic 2, das ist schon ekelhaft. Das wird einfach dafür, dass
dann Steinspektik 2 auf dem Feld sind. Das kennt sich lieber. Kein Grund, unsere Hauptgegner schon so früh so stärker zu machen. Werewolf has been revealed. Dann greifen wir an. Wir können es patrouillieren, aber... Nee, lassen wir lieber die Patrouille. Ich will sehen, ob es im nächsten Kapitel dann immer noch infestiert ist. Also infest ist. Oder ob es automatisch entfernt wird. Final 5. Chapter. In Ordnung. The swarming. That doesn't appear to be an obvious weak spot. And they're not exactly being sour about it. I can hear the noise from here. What do you think they're so agitated about? It's a forge. They're probably on the prowl for spare parts or something and hit the jackpot. Yeah, I wonder whose forge it is. Imagine having your life load torn apart like that. So when it comes to the actual approach, stick together and push in. They surround the forge, so we surround them. We'll split up an attack from the different angles. The more hits we can get when they're off their guard, the better. Right, I'll set up a nice flashy one just for you. Stealth und Cunning. Flank and Dex Steel plus 1 more damage. Watchen, Weldling, Spectic, Badge B und Sommelier. Was ist der Badge B? Das ist neu, diese Karte, die sehen wir jetzt zum ersten Mal. Noise is an anvil tossed down a stairwell. It rolls smoothly back to its feet at each stumble. Und was kann das Vieh so? Oh, okay, verstehe. Du hast eine Menge Warding. Eine gute Menge an der Rüstung. Grabbing für 6 Damage, Morthagi Clamp. Also Swift Action, Badge B engages the target, forcing it to attack them. Mir gefällt nicht die Position, wo du bist, aber uns war nichts anderes übrig, als trotzdem anzugreifen. Wie ist gestealthed? Der Fuse mit diesem Stein. Wir können noch mit der Fusen. Das ist ja nicht schlecht. Und dann Discus. Ja, hoffen wir, das trifft. Zwei Treffer, sehr schön. Dann geh hier hin. Unterstütze News da unten. Du solltest in der Lage sein, okay, du kannst ihn nicht angreifen. Du bist sichtbar, der Welding wird zu dir gehen, oder? Vermutlich. Dementsprechend würde ich gleich so gut näher rangehen. Und da ist ein Watchman, okay. Ja, der kommt leider nah genug ran. Der Badge-Spieler allerdings nicht. Dann William. Nutze deinen Sneak. Gedodged? Ernsthaft? Alter, so Mistvieh. Dann Diskus. Dann ist aber eine Zugzone. Vielleicht solltest du erst ein bisschen außer der Gefahrenzone. Mist, ich dich hierhin bewegen soll wegen dem Decken. Na gut, mein Fehler. Ja, ein Diskus. Was ist denn eine Schusslinie? Ich fürchte, die ist nicht gut wegen Deckung, oder? Ja, besser als nichts. Und du kannst schießen, das will er nicht killen. Geh lieber auf Safe Step und verschwinde aus seiner Sicht. Oh, du ignorierst Melfa. Melfa ist aber nicht getarnt, oder? Ich meine, er hat so geschossen, aber... Ja, er ist nicht getarnt. Du bist nichts getarnt. Ganz und gar nicht gut. Pusher bringt allzu viel. Wir müssen weiter mit Six-Step arbeiten. Den Watchman. Diffuse mit. Ich meine, er hat Rüstung. Versuchen wir die Rüstung erst direkt zu holen, oder? Yep.
sonst Splinter Blast. Oh, das killt ihn. Er ist dann dodged. Toll. Okay, komm schon. Okay, das Richter in einen kleinen Hirtenbachenhilfe. Was ist so weit, eigentlich wegzugehen? Er ist auf den Stunt. Ah, ey, das ist ein Stunt. Auf dem Bad-Spiel. Das war aber ein Stunt, das ist schon nice und das ist ein Kill. Oder wenn du kannst hier durchgehen, das ist schneller für dich. Dann... Normale Schüsse müssen jetzt komplett ausreichen. Gedodged leider. Du hast einen Speer. Und der macht gut Schaden. Investigate Forge. Können wir machen. Da drin sind vermutlich noch mehr Gegner. Also sammeln wir uns bitte alle hier. Dann öffnen die Tür, was haben wir? I told you to run. Yeah. Hey, I can find one person going to take this down. Get in here and help me. Ein Spectac, ein Verdict und ein Watchman und Sanine Dimmerborn, 41 Jahre alte Kriegerin. Cunning, Hidden, cannot, nice. Das ist noch ein Speer. Wir have Guard. Ich habe mich verklickt, das wollte ich doch nicht. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte Ulti ausgerüstet. Ja, ausgewählt. Nice, ein Start drin. Ja, mein Freund drauf. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen eine Verschwendung von dem Schuss, aber Hauptsache das ist nicht. Da kann ich nämlich mit Twitch schön anfangen, das Mobiliar waffenfähig zu machen. Was haben wir? Metal. Tools, das ist lieber nice. Na, und Sprint, das ist auch nicht schlecht. Sehr schön. Belch, ouch. Aber Magieschaden, wenn ich das richtig sehe. Na gut, was auch immer es war, ihm ist so oder so weg von hier. Mit dem Feuer, dann bist du relativ safe wieder. Ja, auf ihn. Quetsch, eine Barrage. Oh, ein bisschen zu stark, so ist besser.
Design ihn. Du solltest ihn erlegen können, nicht wahr? Das ist Sieg, sehr schön. Konstrukt, Melee und Range Accuracy. So, I couldn't have been more help. I don't fight quite like I used to. That's alright, we'll take whatever help we can get. Could have gone worse, you know. It barged in and tried to hide behind the furnace. Why would they go after their own kind like that? They wouldn't. There's something different about this one. I want to keep it around and see if I can compare it to other Morthagi. Maybe I'll put it to where the door knocker your sheriff used to be. Do you think you can help me to egg? Sure. Hey, listen, we appreciate all you've done so far, but I have to ask, are those deepest tattoos? Oh, it's a version actually. I went through one of their initiation rituals years ago. They made some intriguing claims about life extension, and I was into that sort of thing. But the promise didn't pan out. Ended up being pretty unpleasant characters. Cults come and go, but tattoos stay forever. Teach your kids that one. Und das war's mit dem ersten Kapitel. 10 Years of Peace follow. Ja, die Gegner sind ein bisschen geschwächt worden. 2 Years of Peace. William tended his mystic seed until one day it sprouted. Well, maybe sprouted wasn't the right word. Was get a pet? It burst up in a shower of dirt, producing small fun noises. Little enigma, you might be the heartbeat of a whole hidden world. Meow. Its growth would be incredibly slow, but perhaps endless. Witzig. Maybe some sentinel will go to be a tree walk or something. First kind. Oh, William can wall with trees. William added a new addition to his house. He put a sturdy table in the center of it and always found excuses to have friends for dinner. Quitch and Melf enjoyed talking about the old days over a campfire. Quitch would scratch tactical maps in the dirt, mulling over how they could have approached certain battles more effectively. Sometimes I worried that once times were peaceful, we wouldn't have anything left to talk about. We could always gossip about Melfar. Und ja, was jetzt gesagt? Zeug, du hast definitiv Messer und Stab. Der Owl-Steel-Drinker. Mehr Schaden, mehr Stun Damage und mehr Spell Damage. Wieso nicht? Powerful Staff. Gut. Mehr Damage, Range, mehr Stun Damage. Macht allerdings Zeug, besserer Dagger. Ja, ich wollte dir einen besseren Einhandspeer geben. Das macht LP. Da möchte ich ja schon ein bisschen sparen. Gebe dir Leaf Weaver. Das ist besser als die Schaufel. Also, beklagen kann sie nicht. Und dir könnte ich normalen Bogen geben. Awesome Song. Ja, der Wende könnte ich dir einfach einen besseren Dagger geben, auf jeden Fall. Vielleicht spiele ich ein bisschen mit den Flankieren herum. Rüstungstechnisch, haben wir da was für LP? Ja, aber ansonsten nicht. Nee, für niemanden. Rüstungstechnisch müsst ihr noch ein bisschen machen. Ich meine, du hast schon eine bessere Rüstung. Ah ja, weiter geht's. Whale, you're back. I was so worried. When you wrote about the horrible immortal mechanical nonsense, I was afraid you lost your mind. Nonsense? I'm completely serious. Huh? Why are you making that face? There's a plague out there. I'm telling you, I found a way for us to bypass death, and you're making that face? You can't bypass death. What you're talking about, that's something else. Something unnatural. Abominable. The Morthagi have always been tools. We've used them to achieve countless other things. So why not this?
Muse had visited Cyanine a few times. They picked apart Morthagi elbows and swapped childhood stories for jugs of wine. They dug into the body of the strange Morthagi as well, but Cyanine remained puzzled as to how it worked. So when Muse received an urgent invitation to the forge, she set off immediately. Thank you. Listen, I have very important, potentially dangerous information. I knew I had to share it with you, of course. You might even say I'm honored to be the person that you'd come to. First... Hey Muse, about time I've been waiting for you. I'd start with pleasant twists, but there's nothing pleasant about this. A wave of Morthagi has been moving across the countryside. A little further out, closer to Werkron, but causing just as much destruction. Based on the way they're spreading, it seems like they originated in cool Goblin Plains. I've had some amazing cheeses from there. Well, if we weren't motivated by duty or glory before, now we can add cheese to the list. There are almost certainly some of the old Mortifishers' workshops there, and I wouldn't be surprised if Mortifishers are still around. No, but the workshops are, and some Morthagi can manufacture more of themselves without a person overseeing the process. So, the Bombaker set out again. The neighbor with the rooster had just moved out, it was finally quiet. I'm finishing up a better weapon, but I'll try to meet you at Greysham Waterwheel. I'd slept in for 3 mornings in a row and it was fantastic. Any insights? No. It's standard in some ways, but then the core of it is bizarre. Something complicated is going on here, but I can't figure out what exactly. Huh. Excuse me? You have the body of my friend in there. You've kept it in decent condition. I appreciate that. Apologies. This must be strange. Not at all. That is... yes, it is strange. But I have many questions for you. The Shadows deepen. All monster groups will draw an additional monster card in every battle. Okay, Dingsbums Waterfehler. Und ja, das Ding wurde tatsächlich... Infestation wurde weggenommen. Wir haben hier Berge. Flüsse. Und hier müssten wir hin. No, wir haben kein Zeitlimit, das heißt, wir können uns ein bisschen Zeit lassen und das ganze Gebiet erobern halt. Okay, das ist die einzige Rekrutierungsmission. Dann holen wir uns ein 5. Mitglied unserer Truppe. Snarky Poet, Branson. The Bonemakers has reached Werkron. I've been waiting my whole life for this opportunity. Well, we haven't been around that long, but if you want, I could sign your, huh? Listen, what if I told you that my mother was a renowned cowherd? Not because she was any good with cattle, but because she'd be the bull god in combat and won her good fortune? And then Grandma! Mention this, she threatened the flood so severely that it turned on its tail before it reached Werkron. Bridges where the town continues to be known for its unmatched magical artifact museum. I think I've heard that story. The point is, my blood is the blood of exceptional people. You know what kind of pleasures comes with that? And so I've been searching for a chance, any chance to snag some renown of my own. Let me join you. Of course, it would be an honor. Ich kann das auch entscheiden, was sie sein soll. Was hast du so drauf? Wo war das schon wieder? Aspects? Ja, ja. Meine Mystik? Den zweiten Mystik mal? Oder einen dritten Hunter? Bei der ersten Kampagne hatten wir 3 Warrior, ein Mystik, ein Hunter. Jetzt hätten wir 3 Hunter, ein Warrior, ein Mystik. Ich mag die Idee irgendwie. Ja, noch ein Hunter. Gehen wir her damit. Morthagi. Recruit prepared. Branson is now a green hunter. Crippling strikes. Branson is attacked by 2 Hobble to the enemy. Auch Ambush und Full Shot. Oh, alles nice.
Muss nur Ambush. Dann, die einzige Brücke ist die, also gehen wir jetzt erst zu den Glumlands. Ja, auch keine Brücke, wir können einfach dorthin scouten. Die Scouts sind jetzt nur 9 Tage, weil wir jetzt zu viele Hunter dabei haben. Nice. Greifen wir hier an. Hut, Hut! Und ja. Geraschel, das kann ich jetzt sogar nachmachen. You scared? I'm wondering how I'd be remembered. You know, if I die today. How about you? Being honest, it's wondering what we'll find and then whether we'll survive it. Na gut, war wunderbar. Wie bist du so drauf? Compassionate, aber auch ein Loner. Na gut, war wunderbar. Yeah. Yeah. Malfund could gain temporary damage and potency. Plus einen Schaden, plus ein Potency. Oh, Deep Folk. Broken slingers. Loading a sling and swinging it round. Panic rises in its leg face until the stone flies. Successful attacks hobble the target. Fighters a shuffling walk, gummy grinding mouth, heavy sword held firm. Okay. Das Gefühl, von hier kannst du beide treffen, aber ja. Sehr schön. Oh, du kannst den Suche erledigen. Und die anderen sind in diesem Tor, nehme ich an. Ja, was heißt nehme ich an? Sie müssen ja zwingend da sein, das andere macht ja keinen Sinn. Ja, hier ein Ambush. Dann schauen wir mal, ob wir an Nagel rankommt. Perfekt. Ah, aber der war noch in Deckung. Schade. War ein Versuch wert. Top Cover. Ah, und das ist der letzte. Was hatten wir hier? Konstrukte, das ist Magic Damage, das heißt, der Skill da in Hobbled. Und oh, du hast sogar zurückgeschleudert. Interessant. So, kein einziges Problem. Bloodhorn Hunter, Sharpshooter, plus Damage und plus Range of Range Attacks. Das ist ein besserer Full-Shot. Can hit any number of enemies in a line, dealing 1 damage to each consecutive enemy. Das bringt noch was, wenn wir mehr als 2 Gegner hintereinander haben. Vornfang. Once per turn, Malphite to find an action point after melee kill. Oh, every time Malphite kills an enemy, he enters Great Plane for free. Nice, ja damit. Nur eine Mystic Armor. Dusty Drab. Dusty Drab is a pretty standard set of heavy-duty clothing that is functional and sturdy, involving a short coat of thick woven fabrics over a padded shirt and thick woven breeches. Und Poison.
meine Fußshot mit Poison. Ja, damit. Und chillen für die Deepists. Dann sichern wir das Gebiet. Und was haben wir gefunden? Ja, Stoffe und Wolfhard Cloak. Mehr HP. Ich meine, ihr alle habt gleich viel, oder? Nicht mal. Haben wir gemacht, 6 gemacht. Quitch hat relativ wenig. Ja, geben wir ihm ein bisschen mehr HP. Dann scouten wir hier. Oh, und zwar das Ding. Okay. Anscheinend werden ein Gebiet ein durch die Infestation automatisch weg. The blinking game. William receives a challenge from the past. The next thing you know, the homunculus has lost track of time and then he's like, oh nuts, I've got a book club to get to. Hold these end for me. You're an overbaked biscuit loaf. Melfa, how goes it, you old clover-sniffing twitcher? Fine, I guess? Anyway, I wanted to find you, because, look, any idea what his note means? Who blinks first? Who gave this to you? No one, or I mean, no one I saw. It was stuck to your door. No name on it. Figured I'd bring it to you. A map too. A map? Yes, a map. Here, you take it. It's not meant for me. And there he goes. I mean, honestly. Stop, because these letters. T-R-A-P. Das machen wir jetzt noch nicht. Wenn wir gleich schon hier sind, legen wir erst das Gebiet hier und gehen dann dorthin. Houndcarn Thrashery. Ancient conifers stand at the middle of blessed aspen wild, where the ground rises. Great sequoias shoulder up to towering redwoods. Thick-grown cedars mop their knees. It's the same thing we saw before, I'm sure of it. I remember it well. They spotted it that morning. That apparition is familiar to Quitch and Julian from a mist-drenched night many years gone. Moments like this Moments like this I aspire to poetry, and moments like this I went poetry face. I heard locals call him Lord Evergreen. They move into the flowing fog. Quietly? The earth holds its breath. Dampness heavies the eyelids, darkens the hair. Smears of silver shine on trunks, roots, and stones. They stumble and feel a path over rocks and wrecks, chasing the giant through its noise-bearing world. Mist will be completely opaque in a second. Oh, I think it's stopped. It has stopped. Think he's aware of us? Now it turns about, somehow finding space. High and mostly hidden in haze, its face must hang above them. Are we in trouble? No. With bending bark sounds, creaky hips, folding legs, it gently lowers itself, fitting its bulk to a tract of treeless ground. Well, they're caught in its eyeless gaze, and the silence that grows and twists grotesquely long. It could crush them, that fact is certain as the soil. Stomachs harden, innards clench, muscles coil. Community können wir nicht gehen, Deutschland Style geht auch nicht. Ja, Kauen. Ich meine, wir werden den Cone dann verlieren, aber hätten wir im ersten Event nicht den Cone bekommen, also hätten wir die anderen Schaden gefällt und den Ding wären wir nicht gefolgt, dann hätten wir jetzt nur diese da zu Hause, also das hier bringt schon irgendetwas. Go with him! William knows suddenly that this is right. You've done some of our work, you've been staunch and strong, you've been a pillar to me, you have. But here's who you come from, and he's a lovely being, a lonely being. No? Your father wants you, can teach you all your life.
I still got my companions. It'll be glad to know you're walking the world in safety and in power. This little girl will be your inheritor, won't she? No. Perhaps in response, the mist thickens around them all. Spirals tight as white spooling yarn. Then an image flashes into their minds. Lands of long ago, the air a swirl with smoke and cinders. Silence, as the trees die. Quake deep silence, cracked with bark splits and sap spits, and fire. Only one young sequoia outblasts the inferno. You have been lonesome, haven't you? A resonance fills Uldiam's body suddenly. A calm and strengthening wish of wellness emanated from this ancient being that he swallows into his soul. Plus 1 HP für Uldiam. Then Lord Evergreen appears ready to be off. Goodbye, little cone. I'll see you, I hope, someday. Yeah. It leaps to a happy perch on its father's shoulders. The giant stands once more and goes. Harder than I thought it'd be. Glad you guys are here. They make their way out of the woods. Noise wakes around them. We're all wardens, gardeners, wishers for a better world. Something else you're protecting. Generations will pass, quiet and slow. But not so long. Ist das ein Wort, das Bild? Ich möchte das Ding haben. Melfa, öffne die Tür. Du kannst nicht direkt erreichen. Ja, gleiche Reichweite. Mist, ist das Ding schnell. Aber wir können es erreichen mit Melfa. Und du bist getan, das heißt, okay, jetzt ich verliere. Sehr schön. You prefer to be left alone, wouldn't you? Wir können vom Naturbogen zum Wasserbogen. Tiefon-Dagger zu Water-Dagger. Und Legacy Point. Ja, das ist ein Dolch. Lizard Fierce Grief. Wasser. Environment Dagger imbued with the quick searching spirit of water. Das ist, weil das sind Dagger sind hier. Stunt Effect. Wir fahren einen Action Point. Nice. Du hast weniger Stunt Damage mit dem hier. Aber wenn du stunst dafür, hast du einen Aktionspunkt. Also ja. Dann, wo sind die Gegner? Vermutlich sind hier welche dann. Nehme ich an. Ja, das ist doch eine Türe. Oh, der Kutsche geht hier durch. Soll ich euch auftragen? Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich schicke zweimal eine Hand hin und der News wird euch unterstützen. Ambush bringt nichts, aber... Ah, das ist noch ein Gegner. Okay, Splinter Blast. Weg mit der Rüstung der Typen. Ah, er ist ausgewichen, leider. Minus, das ist eine Schusslinie von hier. Ich weiß nicht, wie gut sie ist. Schauen wir mal.
Nicht schlecht. Und du ignorierst die Rüstung. Du kannst dir schon mal guten Schaden richten. Alternativ, wenn du einen Ambush machst, machst du ja Bonusschaden. Und hier haben wir diese Tiefen. Wir machen Ambush. Und du kannst mit Gift was anrichten. Ja, was das? Wir stecken nicht einfach rein fürs Erste. Dann, du kannst nicht sehr killen. Dann warten wir, ja. Nice, das war Kill. Das war kein Kill. Du bist nicht getarnt. Er ignoriert uns. Alter, nice Stunt. Dann, das heißt den Speer. Ach nee, du hast den Speer. Das ist nicht allzu gut. Weil du nicht in den Tarnmodus gehen kannst. So weitergehen wie möglich und was es dir folgt. Schnapp es dir. Du kannst sehen auf jeden Fall. Den Watchman müsstet ihr alleine hinkriegen können, nehme ich an. Nice. Hier auch ein Splinter Blast, den wir nicht einsetzen können, weil du nicht die Sicht, die hast du jetzt aber. Der Typ hat es auch geblockt, ernsthaft? Das finde ich ein bisschen frech. Was ist das denn hier hin? Ja, das sind einmal Zeit, ich kann 4x4, ich verwechsel das immer. Dann ja, komm gerade. Gedodged, ernsthaft? Auch? Okay, mein Gott, wie viel? Was für ein Dodge hatten das Vieh? Okay, ist ein Messer. 2 Level-Ups, sehr schön, können wir machen. Bloodhound Mystic. Ignite, once per turn a single action, which pulls motes of heat out of the air and gathers them into a single point, creating an interfuse blaze on tile with debris. Upgrade Fear of Scribe. Bone Wall has more HP for the distance. Rock Shield increased from +3 +5 temple health. Which organized humanist advanced fusions mechanisms applies poison to enemies with step next tick, metal, upgrade shackles, tools, upgrade stein barrage, shards active, shardnado. Müsste, Harness. Aber Upgrade Ambush. Ambush interrupts any movement. Oh ja, Herr. Mehr AP, Werte wenigstens AP, 8, 7,2, 8. Frequenzen. Und die Weldings haben uns jetzt mehr AP. Sichern dir das Gebiet.
Unsecured. A thorough delving through the mysteries of Handcon Freshery has proven rewarding. Beer Strength Belt. Bonusschaden, nicht schlecht, wem wollen wir es geben? Eine Wert den geringsten Bonusschaden bisher. Du. Und dann machen wir das hier. Next thing, ja, das. Okay, dann schicken wir jetzt die neueste. Ja, Branson ist dieses neueste Mitglied, das schicken wir euch los. Hier wäre das. Und dann, die anderen zwei können ja schon mal scouten, nehme ich an. Oh, ja. Dann ist niemand einfach am Rumstehen, tut nichts. Ja, alles gut. Können sie rückkommen. Und gleich können den Kirschen, die wir noch abwehren müssten. Okay. So, this lazy used to pick on you? This Ionia Woolly? What's the deal with that? Well, I used to give as much as I got, to be honest. Not that I enjoyed it. Well, okay, what it was. We had this game we would play, to challenge each other. A blinking game. Doesn't sound inherently vicious? What kind of rules did you have? But there weren't any rules. Well, the whole point was about you're put in a situation and whoever blinks first loses. So that meant just going far and far until one of you backed down, right? Basically. So something happened. What was it? Well, the last time it happened, I ended up winning, but something went wrong. I didn't mean for Yuna to get hurt quite so badly and... Whoa. Well, yeah, you carry that kind of thing with you, right? It becomes a stone in your back. As for Yonia, I haven't seen her or heard from her since that time. Melfa? Are you serious right now? And this is what I signed on for? So I'm Uldia. My friend and I decided abusing each other would be hilarious. Oh, oops, turns out it sucks to get randomly maimed for no reason. Oh, what is that? She wants revenge? Good luck to her. See what she does when I walk straight into her trap. Did I miss anything? How about the part where I didn't ask you to come with me? Oh shit. Melfa? Melfa's foot is pressed the concealed trigger. Removing it will likely spring a hidden trap. Any shift of weight, any movement might release it. Choose. Ultim rushes to knock Melfa from the trap, taking his place, oder just hold on and look for a way to disarm it. Was würdest du eher machen? Decisive. Without the speed and strength, you can master all them charges to throw Melfa clear. A bolt flies from a concealed mechanism in a nearby stump. It strikes him in the face. Uldian! Just get ready, there's always one more wrinkle. Sure enough. Und er hat ein Auge verloren, sehe ich das richtig? Ja, hat er. Na gut. Es sind nur zwei Gegner. Einer rechts, einer links, nehme ich an. Yep. Ja. Ah, ich hätte... allerdings machen sollen. Ambush. Ist so besser gewesen. Nice, ein Stunt.
Das ist 2 Schaden. Nimmst du mehr schon durch Brand, oder was? Wie auch immer, erst Weg. Foxwood Squad, Quatsch. Und Stufe 2 Staff. Waffe Staff. Ist genau das gleiche. Ich habe keinen Grund, den mitzunehmen. Selber stimme ich an? Ja. Special Potency, nice. Ein Artefakt allerdings. Oh, es wird auch, wenn du hast einen Status. Du kannst die Potency nicht verwenden, leider. Ja, für dich ist es trotzdem am besten. Vielleicht finden wir irgendwann einen Zauberstab, den wir geben können. By nightfall, Uldim's eyes patched. A fire nose unlocks. He gazed into the flames. I wonder what I should do when my patch gets ready. I just did one more sweep of the area. Oh, well, thanks for making sure. She wouldn't have stuck around. I know you said that. I'm just being sure. Right. Good. Look, I don't know what comes next. Yona and I, we're our own kind of honor. Balance. So perhaps this was it. But perhaps you mean? I mean, if it wasn't, I get it. Things have consequences, you know? The things you do or don't do. Look, I know you're making an effort to be... Oh well, good job. I mean, if you want to know the truth, I think I won the game. I didn't back down, did I? There's the Aldium, I know. Together they watch the flames dance until the flames grow shy and shrink into the coals. Later they sleep. Neither will ever hear from Yonia Woolley again. Blood Rage. Infuriated by wounds only this plus 1 damage for every 2 HP he's missing. Er hat mir Max HP, das wird jetzt gut passen. Wolf Call. After successful kill, Odium's allies gain plus 2 speed for this following turn. Heroism. Fast and Viciousness. Ich nehme an, dass das Ding als Melee-Attack gilt, oder? Ja, es ist ein Melee-Strike. Auch wenn es eine größere Reichweite hat. Dann schicken wir euch auch hier hin. Auf dem Weg solltet ihr euch ja hochheilen. Wenn auch nur teilweise. Turtles all the way down. The day is calm. The scouting mission has discovered nothing dangerous. Having outdistanced his companions, Uldam sits to rest. Does he sleep? Dream? Is it a vision? A metaphor? Or does the turtles truly come and speak to him? He has seen someone before the patterns that swirl upon its shell. Of course you have. This pattern is everywhere. In the wind, in the stars, in the sea, in the storm, in the fire and the fern. We have always been here. We? We hold up the earth and the sky and the storm. We protect the fern and the water and the wheat. You should understand that. You protect others also. You're one of us. Can't you feel it? One of earth and wind and water. A guardian, of course I am. So turtle, this isn't for me. Er ist ein Poet, der würde, glaube ich, die Worte schon verstehen. Sure, I'm the one you want. Your choices throughout your lifetime have fitted you for this task. You are not born a guardian, but you have molded yourself into one, moment by moment, day by day. You are worthy to join the fellowship I speak for. Do you accept? Yes, absolutely. What happens now? While you live? Nothing. Continue as you have been. After your death, we will discuss this matter further. Do I become tortoise? The precise form is open for negotiation. That also makes it sound as though as Ugandans are all around, throughout the world. Everywhere. It does, doesn't it? Be well, Uldiem. We will speak again one day. Hey, Uldiem, you been napping on the job? No, did you see a...
That's a pretty cool tortoise shell pendant. Did you just find it here? No, it's kind of a long story. Someday I'll tell you. Noch mehr HP, nice. Weniger Dodge, mehr Block. Was ist der Unterschied zwischen Dodge und Block? Okay, Dodge ist vermutlich gegen Fernkampfangriff, also gegen Projektile. Und Block gegen Nahkampfangriff, also ja, da holst du dir. Ah, ja, das ist die schick heute, nice. One Prairie Outpost. Builds the station here to earn resources. Ja, wieso nicht? Machen wir. Imagine working all day and the great stars by night. Which steps you can. Masterwise tailoring families have selected this spot for an outfitter, or a works, or even a well removed Stannery. And if these would help the provincials prosper. Hide fabric, to fabric or to hide. Wir brauchen Hide. Tannery established, Brianna Tannery produces multiple hides. Wir müssen so oder so durch die Mountain Range, sowieso nicht jetzt. Beneath the land lies a hidden world. Damp, vast, full of sunless vegetation. I wonder what happens if a chance blow uproots the darkness. Braucht eine Weile, aber es wird sich lohnen. Weil wir müssen eh hier rein. The Geometry of Magic. Muse is out of sorts and Quitch thinks he has the answer. Thinks the claw pests are drunk or sleeping. The last greasy lights wobbling quiet windows. At least, mostly quiet. La la la. Disastrous man, that'll be me someday. But I'll have lovers on both arms. The merry stumbler scrapes along the back alley, fragments of a foamy song falling after, fading into the early dew. The night doesn't slush so easily in every belly. You're putting on a good brood, darling. I can respect it, but not tonight, Quitch. Sorry. I know what it is. I know what you're going to say. I don't need to go out and exercise. You haven't been getting out and exercising. Have to get your blood going, your lungs pumping. Now, I know what you're thinking and that's also fine, but I'm saying something with less ulterior purpose. Love, I know it works for you, but what? What's the face for? Because I just had a perfect idea. There's this mystical order they live out in seclusion. They're all about training the body to unshackle the mind. I'm sure they teach us one or two tricks, or at least give us a quiet meal. Später. Ich will erst diese Aufgabe hier verwenden. Find great number. Okay, die gehen hier durch. Ja, wir müssen so nah alle dann dorthin. Machen wir den Pass erst fertig. Ich glaube nicht, dass man das pausieren kann. Auch immer, wir haben den Pass. Das heißt, wir können hier dann schneller durch. Jetzt aber sofort nach Vanlo und Henge. Ich befürchte, wir sind nicht schnell genug, auch wenn es eine Weile dauert. Wo? Wir haben es gerade noch so geschafft. Ja, das sind sie. Nein, zuerst noch eine Calamity. Ein Butler bei einem Morthagi. Und das sind sie. Teilen wir das Gebiet. All heroes on this tile will have defend. The find of heroes is only 2 farmers will join the fight. The Morthagi have come. Shapes from where the far light falls, brass gleaming and bones aglow. How should the defenders respond? At least this wouldn't stand forever. Judging to battle, take the fight to them. Use our knowledge of the land, hear the approach, or stay hidden until the last moment. Fight with cunning. 70% Chance dafür. Machen wir das. Consider with the surroundings. They elude the frustrated eyes of the enemy. Choosing the right moment to strike is upon them. Wait for it.
Card Modifier Stealth, weil he was beginning covered in Grey Plane und Cunning. Flanking Attacks plus 1 Damage. Wir haben ja einen Butler hier. All its movements are measured and soft, elegant and ill-meaning. 16 AP, keine physische Resistenz, dafür einen Haufen magische Resistenz. Okay, wo sind diese... okay. Weißt du was? Wall of Arrows? Jetzt schon? Wir treffen nicht allzu viele. Haben wir nirgendwo... Wer ist denn jetzt, was näher rangehst? Das ist ja noch nicht unbedingt viel mehr. Und das macht ihm den meisten Schaden. Das Ding hat ja einen minimalen Schaden erlitten. Na gut. Block ist nicht tatsächlich verwehrt. Was ist der Unterschied zwischen Block und Evasion? Also Block und Dodge, weil Dodge ist einfach von weicht aus. Hier steht auch nichts Genaues, oder? Nee. Gut. Die Farm waren dran, jetzt sind alle meine Leute dran. Ich werde es so angreifen, von Ambush ist der stärker. Machen wir lieber das. Das gleiche bei dir habe ich verhalten. Du hast kein Ambush, das heißt, bei dir würde es sich anbieten, einfach anzugreifen. Jetzt bist du hidden, das heißt, du hast den Armor Piercing Damage. Also lieber den angreifen, der die Hauptrüstung hat. Dann wir hätten hier was zählt das Rocket interessanterweise? Das Wild Grasp, Splinter Blast, dann hätten wir zumindest seine Rüstung. Und das ist uns ganz dann, dass wir massiver Schaden, sehr schön. Auch geblockt. Gedodged, okay, was ist der Unterschied? Block trifft, aber macht keinen Schaden. Wieso? Sweep the floor. Nur Stunt. Kabelsch, du wirst nicht drauf gehen, du hast Schaden genommen, das heißt, du solltest erstmal das Feuer ausmachen. Und du kannst den Watchman erledigen, allerdings, bevor wir das tun, Quatsch. Ja, das sieht doch gut aus.
Stifling. Bad Spring increases dodge and damage from being near allies. Okay. Kastieren reden ist aber ein bisschen Verschwendung eines Zuges. Lass mich das lieber dich machen. Du hast ja relativ wenig Schaden, oder? Ja, 3 nur. Dann kannst du ihn erledigen. Dann... Geh du hier hin und ja, mach das Feuer aus, also nicht. Dann Branson. Du kannst nicht sneaken, so aussieht, weil du vorher schon in der Wayplane warst, nehme ich an. Schießen oder ambushen. Ich meine, Ambush macht mehr Schaden, das macht schon mehr Sinn, würde ich behaupten. Wir brauchen hier unten noch mehr Leute. Doch zuvor noch, was genau war die Fähigkeit? Sweet Floor. Once per turn as a free action, consumes set of fun nearby debris, gaining 2 temporal health for each, can hold up to 8 temporal health. Und Bone Stitch gives forfeits temporal health to a nearby ally. Ich verstehe. Ne, wir brauchen noch mehr Hilfe, also macht wir auch einen Ambush hier. Und dich brauchen wir, um die Dinger hier zu erledigen. Nice Stunt. Dann machen wir Schaden, aber er tankt tatsächlich. Und mehr Leute kommen. Hier noch White Grasp. Macht Schaden und pinnt den Gegner. Dodged. Eine Volley. Die kostet auch nichts. Dann, ja, dort wo die meisten Gegner sind. Der Badge ist erledigt. Gehen Sie das Sommelier. Kannst warten. Wir sehen den nächsten Gegner noch nicht. Geh dir unten hin. Ich meine, mal erstmal schauen. Uldiam, kannst du es alleine erledigen? Ah, ich hätte jetzt einen Shield Share machen sollen, hätte es vielleicht geschafft. Mein Fehler. Okay, wo ist das Vieh? Ich sage mal da oben und mache einfach hier einen Ambush. Es war da unten natürlich. Noch mehr Gegner. Okay, jetzt aber. Komm, das kannst du jetzt schaffen, oder? Ja. Dann Melfa. Nach hier unten, wo die neuen Gegner sind. Die neuesten Gegner, was gesagt? Die hat doch nicht so viel Rüstung. Es ist Magic Damage. Kannst du ihn treffen? Du kannst ihn nicht angreifen, also warte. Melfa, du kannst Silk Step machen. Das vor allem für den nächsten Zug. Muse. Overwatch, das gleiche für dich. Ja, vielleicht willst du zuerst noch ein bisschen nach vorne rücken. Nummer 1. Nummer 2. Dann Vanulf. Ja, mehr von der Volley. Ja, schön guter Schaden. Du kannst selber noch schießen, wirst du nicht erledigen. Das erledigt ihn, das waren alle Gegner. Ja, sehr schön. Und die Calamity jetzt. Oh, 2 Spectics haben wir gleichzeitig. Ja gut, wenn wir hier sind. Dann geht es irgendwo eine Brücke. Bauen wir eine Brücke. How many bridges have there been here and burned, I wonder? Unless can master well, perhaps. Which allows you to cross a river, take time to build. Nicht so lange wie ein Pass über den Berg, aber braucht auch ein bisschen was. Können wir hier das Ganze clearen und dann vielleicht hier einen Pass machen, dann halten wir hier alles verbunden.
Also wir haben keinen großen Zeitdruck. Und dann können wir dann, sobald wir das nächste Kapitel haben, können wir das besser uns bewegen. Zuvor doch sollen wir diese Sidequest machen. So, that's settled in the morning. Much too early. Ja, ihr drei. Ne, wohin geht ihr? Nach Shalam Fashui. Das Ding ist, ihr könnt ein Ambush sein. Das heißt, euch beide möchte ich da, wenn es geht, nicht hinschicken. Ihr müsst leider einfach nur ein bisschen warten. Ich meine, ich könnte gleich sogar eine Brücke bauen, oder nicht? Ist nicht so, als hätten wir großes anderes zu tun, oder? For generations, a modest compound has grown near Kirk Creek's lumberyard. Some folks have come here to gain wisdom and strength, while others grew up inside its protection. It's a place of relative seclusion, inhabited by an order of knights focused on peacefully honing their bodies and minds to work in concert. We don't want to disturb them. Oh, halt, nee. Hat das gesagt? Falsch, nee. We don't want to disturb you. If you wish to speak to the dead, you'll find it easy enough. If you wish to listen to them, that's the real trick. Oh. Alright. I could talk to a butterfly, a blade of grass, an angled shadow in the corner. But to hear these things, to really attend to what they say or sing, I must assemble a codex within my own body for interpreting all I sense. What's on that word? Yeah. Without another word, he turns and leads them down a hill path, darkened and dappled by the sun-threaded cloud cover, into a sparsely tread field, rolling green strewn land marked by low, gentle walls. There it is, a nice snug loaf. Hey, listen, could you convince me if you are going to do some kind of... Well, there's apparently a group of philosopher knights making their home around here. Is that you? You mean the Wall is Order? Yeah. This is us. You want training then? I see. The wise seeker doesn't ask for bread, but for the skill of baking. Still, are you prepared for how sweaty it gets? Yes? Yeah. Oh, alright. We do our own laundry every day. It's part of being tough. Well then, pleased to meet you. I am Lockblood Umbo. Bringing the thought self and the meat self together begins with your name, but it's only the beginning. Together we'll make the metaphysical much less meta and a lot more physical. Over the next week they train, eat and sleep on a schedule. Lockbird's style is grueling and relentless mit mehr HP und Speed, exploratory and unsteadying. Accuracy and potency, das passt schon besser. It's a week full of experimental astrologies, prolonged discomfort, and recalibration of sense and reflect. Sunset approaches on the final day of training. Lockbird leads them into the closeness of a nearby wood. The resinous air sparkles. He halts. Exertion is that way by which body and mind are exhausted, and from exhaustion springs growth. Exerting mind and body together, we access the geometry inside ourselves. Geometry? When you say that, the shape you make, your spirit, meat and bones. Didn't you know that's the basis for magic? It's not an ethereal energy, it's present in the alignment of every physical thing. You can channel and direct it if you're conscious and practiced enough. Sensing and manipulating that geometry makes you powerful. But shouldn't magic be from reading? You can't be magic and muscular. Uh-oh, random encounter! Out of a sudden, shadowy knot of smoke comes an ambush. No range to melee accuracy mit potency. Ist es nur für den Kampf oder ist jetzt den Bonus, den sie haben, komplett für den Rest der Kampagne? Ich glaube für den Rest der Kampagne, nur gut. Es sind einfach Woken und ein paar von denen auch. 2 Fraktionen gleichzeitig? Sind die... Greifen sie auch gegenseitig an oder nicht? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Haben wir irgendwas, was
Für einen Diskus? Ja, der ist nice. Will vielleicht was... Ja, ein Splinter Blast. Der wäre vielleicht sogar besser in diesem Fall. Ja, ich werde sicher beides interfusen. Aber schauen wir, was primär. Splinter Blast trifft 2... Ne, 3 Gegner. Ja. Den einen sieht man einfach nicht, weil er weiter hinten ist. Aber... Ne, es sind nur 2. Der Diskus killt den Vulcan direkt. Und versucht noch mehr Schaden an einem anderen Gegner. Ja. Ne, wurde geblockt. Ausfahren killt, das war mir schon mal wert. Dann, ich glaube, kann das mit dem Schuss viel machen kannst. Ne, also dann lieber ein Ambush. Das gleiche, es ist ja mehr Schaden. Ja, und der muss jetzt drauf gehen. Es sei denn... die Deckung uns auf, natürlich. Autsch. Okay, bitte etwas wegquetscht. Du bist ziemlich nah an starkem Schaden. Splinter Blast wird hier nur eintreffen. Der Diskus ist immer noch hier. Geblockt. Dann wir brauchen Schaden, zweifellos allerdings. Okay, machen wir es so wirklich hier hin. Geblockt, ernsthaft? Das darf wohl nicht wahr sein. Hier hin, damit ihr euch gegenseitig blocken könnt. Gegenseitig schützen könnt. Und weißt du was, wenn es eh nicht funktioniert, dann mach lieber einen Ambush. Gedodged, ernsthaft. Ja gut, immerhin dodgen wir auch. Da haben wir geblockt. Engaged. Gedodged, okay, gut bis jetzt. Quitch, wir müssen... hat der Diskus noch genügend Reichweite? Nein, hat er nicht. Splinter Blast auch nicht. Also einmal withdrawn. Einmal neu interfusen. Nein, Magic Attack ist nicht allzu stark. Hier, Splinter Blast. Der trifft 3 Gegner, perfekt. Dann die Frage, können wir irgendjemanden erledigen? Halt, du hast doch... Oh, wir können auch... Oh, wir können flankieren. Nice, dann warten wir kurz. Wenn wir flankieren können, machen wir einen Strike mit dem Dagger. Das killt den Betsy. Muse, du kannst jetzt... Ne, erledigen wir ihn garantiert. Der Bart an sich hat nicht... Okay, hat das nicht allzu viel Schaden, aber... das stimmt wohl nicht ganz. Interfuse. Ja, eine gute Magic Resistance. Wir brauchen etwas Physisches. Den Diskus von hier. Lost Vengeance. 12 Schaden. Nice. Dann, wir können ihn, glaube ich... Ja, wir können ihn von hier flankieren. Das heißt, der Strike macht eine Menge Schaden. Ganze 8 Stück und Muse, du kannst dein Spiel auch noch Finishing Blow geben. Sehr schön. Und Branson an Level behalten. Auch gut für Ambush. Ja, ich würde sagen, oder? Meine Minikes hatten wir, aber ich hatte das primär, oder? Mist, dann ist aber auch nice. Nee, Ambush Upgrade, ich mag das Ding. Where did it come from? Were we betrayed? No, that's just nice and keen. Stand up, you rascals. The ostensibly dead cultists try sleepishly to their feet and tug off their disguises. Knockbird, take it seriously. Hi there. This cool guy's nice and that ploppy humorless ogre is keen. Think of it as a final test. An easy one perhaps, given your abilities, but one you've certainly passed. I guess we go back to our nightly philosophizing. I prefer to think of it as philosophical knighting. Blah. Alright, phew, I'm glad they're gone. But anyway, what was I saying about enlightenment?
Ah, yes, surpassing our limits always takes away figuring. We're redrawing the lines inside ourselves. If we do it with carefulness and wisdom, the new shapes inside us grow more aligned to the geometry of magic, the geometry of all things. They leave the woods, a small silent procession. Bidding their instructor farewell, they embark on a journey across the night. They walk long enough that all the stars have sprouted. I think about how two lovers find some sort of physical oneness, and maybe I'm just crude. But there is an essential geometry at the primitive level, isn't there? Anyway, we've got some good exercise in. You sense something, look at the figures of trees. Trunks, boughs, patterns. The body recognizes it, molds to it when I walk unseen. I wonder if it's the same. Mist takes form, but they keep marching. To the verge of dawn. Thanks for taking me out there, love. Off my drinking stool. So return the favor and drag me back to it. Glowhorn, mystic, soul splitting. Indignance. Creature's presence is charged against his foes, dealing 2 damage to hostile creatures who enter adjacency with him for any reason. Das heißt, er kann zu Gegner hinlaufen und würde Schaden verursachen. Interessant. Samir, Humanist. Stunning Brush, 100% Stun Chance on Hit. Shackles Double Damage. Shardenator doesn't dissipate over time. Ich weiß nicht. Und es ist ja relativ selten, dass wir ein explizit Zeug hat, wo man Humanist benutzen kann, aber Metal? Mein Shackles ist mit Metal. Es ist nicht so abwegig, dass man irgendwo Metal findet. Das heißt, so rostete Rüstung oder Käfig oder was weiß ich, alte Waffen. Ja, verbessern wir das ja. Das heißt, geht dahin, während ihr hier weiter die Brücke baut. Machen das schneller fertig. Und dann scouten wir, bauen wir einen Pass durch. Ich weiß nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall scouten wir zuerst. Loden Pines Faust has been revealed. Woody Weaver Stacks. Nice. 2 Spell Weaves. Greifen wir an. Dreams and Bones. News? A rock, maybe. Can explain why the wind's purple. But then there's a lot that can't be explained. What? Ugh. What the fuck? You're not deaf. How do I know that? But what? I don't speak Dream Ghost. Two cold memories floated into Branson's head. Fashioned of bones and long hidden. But as the figure began to fade, so did the memories. If Branson concentrated, she could hold on to one. Bow, Spear oder Nieder? Wieso würde ich weder das eine noch das andere nehmen? Der Bogen natürlich. Most dreams are such nonsense. It would be unwise to dismiss with only ones that weren't. The memories seemed to take root as she walked, and by the time she reached the hollow tree, she was barely surprised to unearth the old bow. Branson? Branson! There you are. Thought you'd been napped. I found something. These things just sort of happen to you, don't they? They can happen to anyone. You just have to pay attention. Right. Potency, ja, weniger Charisma, aber es ist relativ stark. Definitiv besser als der Farmbau.
Und hier eine Full-Card, Spectic 2, also es sind 2 Spectics. Na gut, William. Hol hier das Zeug. Quitch, du bleibst in der Nähe. Ihr alle könnt euch tarnen. Oh, war gut, ist ja. Gut, dass wir das Zeug getarnt haben. Shield Shot kostet was. Wir greifen einfach so an. Mit der Fuse, was haben wir? Telescope. Stunning Barrage. Ziemlich stark. Bone Lance. Ja, PS1 bedeutet dann nehme ich an das hier. Und du bist getan, du kannst vorrücken und sehen, was wir das sonst noch so haben. Okay, im nächsten habe ich niemand. Da sind wir also noch safe. Also ja, alle rein. Friends, du bist nicht dran, wir warten mit dir. Ja. William, öffne die Tür. Gut, du könntest angreifen oder einfach auf Guardian gehen. Geh auf Guardian. Twitch, Interfuse mit Splinter Blast. Shackles. Die machen jetzt mehr Schaden. Shackles, um einen zu pinnen. Oh, ja, Ding, das hat AoE, nice. Perfekt. Jetzt war das sich bewegt und links ans... Oh, warte, er ist gestunt, sehe ich das richtig? Nice. Ja, ich denke, ihr könnt die Tür öffnen. 2 Spectics, wie erwartet. Ein Schuss wäre ein Kill. Ja. Bowling scheint sie ihnen mehr Block gegeben zu haben. Hat ihnen allerdings nicht wirklich viel gebracht. Und du kannst ihn erledigen. Und weg mit dir. Wie ein Upgrade für Wildermyth. Er rennt aneinander. Komm, was XP angeht. Post. Wildermyth will counterattack after successful melee block or dodge. Ja. Mehr Rüstung. Du hast schon... dass es die Potency gibt. Ich weiß nicht, was heißt, was die Potency scaled. Allerdings, ich könnte es auch jemand anderem geben. Dann würden wir zumindest einen Ausrüstungsgegenstand nicht verschwenden, sag mal. Ja, Malphite ein bisschen Rüstung durchaus. Ist was nötig? Okay. We feel hit us right. We're like a well-oiled machine. Oh, what? Too soon? Und es ist stärker. Sichern wir das Gebiet.
So, gefunden. Mehr Rüstung und mehr Block. Du hast ja, ja, den Effekt, dass Block oder dort ein Dings triggert, also Host hier. Das kann wir weiter, dann machen wir hier einen weiteren Mountain Pass. Das wird in Fall dauern, allerdings, wenn ihr Mountain Range ist weiter unten entweder ein Gebirge oder auch eine weitere Mountain Range. Das heißt, so oder so wird schnell, wenn wir hier das machen. Wir gehen uns eine Gargone zugorgen. Morthagi haben eine Wardrobe 1 und Sommelier 2. Ja. Sollen sie ruhig weitermachen. Pelt, Tannery. Tell me a story. Did you see the huge moth delay? Okay, das hatten wir schon mal. Ja, das haben wir schon im letzten gefahren, dieses Ding. Jetzt könnte die Geschichte... Okay, welche Geschichte würdest du wohl mögen? Compassion und Loner. Tell me about the Twixt Moon. Wayne's told of how the moon used to be a dark hunk of stone, until it tricked the sun into giving up some of his light. And the sun, as you all suspected, can't stand the thought of anyone approaching a fraction of his brilliance. The moon knew that a fair fight was out of question. So while the sun was distracted, the moon fled over the horizon, drawn by a team of fireflies. And to this day they take refuge in the night sky, shining where the sun will never find them, giving their blessing to those who move swiftly through the shadows. Malcolm Branson gained temporary speed bonus. Gargon, Geist, Brockmore, Rachel Raccoon, wow. Mit denen gehen, dann haben wir Erfahrung. Okay, das sind wir alles. Shackers. Ja, Shackers ist gut an. Das killt den Raccoon. Der Brockmore müsste von all unseren anderen Leuten erledigt werden. Ich meine, der hat nur eine Menge AP, nicht Rüstung oder Warding oder irgendwas. Und es war sogar ein Stunt. 9 Schaden, nice. Jetzt 2 gehen erledigt, es sind noch 3 übrig. Die sind dann alle demnach hinter dem Tor. Dann bereiten wir uns schon mal vor. Oh, steht nach dem Kill bist du ja ein Six-Step. Du hast diese Fähigkeit. Vergesse ich komplett immer. Ich meine, die meisten passierenden Fähigkeiten. Das ist jetzt immer ein netter Bonus, aber ich vergesse immer, dass die existieren. Ja, na gut. Öffne die Tür. Da ist ein Way. Ja, und da ist der Rest. Und ein weiteres da hinten. Entschuldigung. Diskus. Was haben wir sonst noch so? Konstrukte, ja, das ist auch ein gutes Ding zum Interfusen. Ansonsten Kevin has Splinter Blast. So, dann machen wir Stunning Barrage einfach. Das ist den Wager. Oh nein, killt ihn nicht. Na, was soll's. Doch, es geht, was ein Stun war. Und du solltest jetzt den Bonus haben, oder? 65% Taunt-Bonus. Steht das auch irgendwo? Ja. Ja, es steht, sehr schön. Da haben wir keine Schusslinie, aber dafür haben wir Ambush.
Naja, für das keine Ambush. Geh also einfach mal so weit nach vorne wie möglich. Du bist noch getarnt. Muse. Auch ein Ambush. Die Gegner hatten leider nicht genug Bewegung, um in den Ambush zu gehen, aber hier haben wir ein paar Hämmer, das heißt wieder eine Stunning Barrage. Killt den Row, macht einen Stun Damage gegen den Geist. Und Branson kann jetzt finishen. Vote for Mechanical Wonder, the boss is done, you smooth the crank and fire. It survives from wars that have lost their names, fought by fools whose brilliance must be all but buried. More accuracy, normal crossbows, plus 1 Stunt Damage und mehr Ranged Accuracy. Wer ist jetzt ein Skinning Knife? Das ist keine Fähigkeit, welche... Wo war das? Was war Abilities? Hier, Combat. Auch immer besser ist das, heißt der Dagger, oder? Und die Garn kann jetzt ein Doppel-Row als Karte. Hier sichern wir das Gebiet. Bracelet of Attunement. Ja, mehr Potency und dann arbeiten wir uns hier durch. Many of the great heroes stood down alone for mountain passes with the winds behind them. Let's get started. 55 Tage ist nicht extremst lange. Jetzt können wir hier weiter scouten. Jetzt sind bald schon dort, wo wir sein müssen. Danach das komplette Gebiet gesichert. Okay, hier müssen wir noch patrouillieren, aber das kann ich fürs erste ignorieren. Oxville has been revealed. Dann greifen wir an und sichern Yard Observatory. What's the lady's name we're supposed to keep an eye out for? Callaway, I think. Callaway. From what I know of forest folk, they normally spread themselves out over the landscape to find each other when they want to be found. These aren't exactly normal times, though. And her husband seemed concerned anyway. Of course he is. Old Callaway seems distracted, starts spending more time in the ruins, watching the goats, or so she says. I'd be concerned too. Is that the story? Sometimes she wouldn't even come home at night. The guy seems at a loss. Sounded like they needed better communication, I said. How do you get people to tell you these things? My trust of a face and sensible outfit, how else? Clouds go like lichen over the sky. They pick their way through the building bones until a shout rings from close by. Come on, come on! Up the hill, a woman stands against the monument. Her gaze starts between the sky. Come on! And the shadows of approaching Morthagi. Get around her quickly. The bonebreakers rushes towards the monument. Ein weiterer Gegner on Turn 3. Wir haben 2 Sommeliers, das Pectic and a Wardrobe, das ist neu. The scream of metal and snap of bone echo from its rusty guts as the massive chamber quakes. Oh, ein Stone Spirit. Oh, das Ding sieht immer so knuffig. Okay, wow, wir können es nicht erreichen, oder? Müsste Gott erreicht es auch hier zu sein. Wie auch immer, Callaway, du kannst
Nicht viel machen, du wartest. Wir wollen dich nicht verlieren, also. Muse? Hast du nicht irgendwas Gutes dabei? Nichts. Meine Bogen ist relativ beschissen, also. Stone Spirit. Are you right, little one? Ja, entstanden für den Bow. Twisted Pride. Bow Tier 1 Stone. A well-made bow imbued with the deep booming spirit of stone. Stone stunt effect shreds one arm and pins all enemies with a 2-tile radius. Nice. Weniger Stunt Damage, aber der Effekt dafür ist definitiv. Und dann schätze ich, kannst du mit dem Sales Stack dann zuwenden. Dann Uldium. Sehen wir denn schon alle Gegner? Den größten Teil? Ja. Wir können ein bisschen vor. Jetzt den Guardian und dann Guardian. Quetsch, geh in seine Nähe. Interviews mit ein schöner Diskus. Branson ist Ambush. Das geht auch mit dem Crossbow. Der macht nicht so viel Schaden wie ein normaler Bogen, oder? War ihm nicht, das ist einfach genauer. Das geht hin. Ambush, wer auch immer näher kommt, schätze ich. Melfa, du kannst nicht Ambush, du kannst. Ja, du kannst versuchen, den Ding jetzt zu erledigen. Spectic, hat leider zu viel Block noch. Das war ein gutes Stunt Damage. Konstrukt Welding. Oh, das Ding kann Gegner darstellen. Gut zu wissen. Und wieso hast du getan? Hat das der Reichweite Gegner was? Nee, kann nicht sein, du hast irgendeine Fähigkeit zu haben. Wo wären das? Bei Aspects? Sixth Half. Hier. Nee. Nee, das ist nur temporär. Es steht nicht, warum sie da jetzt hidden war. Keine Ahnung, wieso, aber was soll's. Sterbe ich auch nicht. Das Ding da hinten kannst du dann noch nicht angreifen. Da hinten kannst du auch niemanden wirklich. Nein, macht trotzdem einen Angriff. Nice, das war ein Stunt Damage. Dementsprechend hast du das Ding geschwellt, wegen deinem Stein-Dings. Nice. Oh, der erledigt den Butler. Dann, wir, du bist nicht hier. Was ist denn das drauf? Konstrukt Spectic. Okay, du baust einfach konstante neue Leute. So, Welding kriegt Schaden, du kriegst Stunt Damage. Da ist ein Sommelier. Melfa, schauen wir, ob du nicht den Ding da erledigen kannst. Da vermute ich nicht, dass so viel. Ja. 16% Stun-Chance und du zerstörst. Wieso zerstörst du ein Dings? Eine Rüstung. Das ist die passive Fähigkeit, oder? Ich habe eine Fähigkeit von dir. Wo sehe ich die passiven Fähigkeiten? Müsste doch irgendwo auch zu sehen sein.
Also ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe ihm die passive Fähigkeit gegeben, wo er auf jedem Schuss einen Armor Break hat. Na gut. Ein Alpha Full Shot, das trifft den Sommelier. Erledigen auch. Oh, der hat nur 2 HP. Ich nehme an, die haben die Hälfte HP als normale Gegner, weil sie gesammelt wurden. Das Ganze ein bisschen auszugleichen. Du kannst den Sommelier erledigen. Ah, das ist dumm. Eigentlich hätte Quitsch nachreden können mit dem Diskus. Naja, egal. Legt er halt die Wardrobe. Da haben wir den Badge spielen. Wir haben keinen Grund, ihn jetzt sofort zu erledigen, also. Ja, das war nice. Greift an, bist engaged, nimmst einen Schaden, wie süß. Und Wildermyth, erledige ihn. Gebe dir das Schild einfach, du noch nichts in der Offhand hast. Oh, jetzt hat er was. To light adjacent to be on fire. Oh, das macht mich selber. The clouds begin to disperse and Wildermyth regards the woman who is now rubbing her arms and staring at the ground. Callaway? Do I know you? Your husband sends us the guards. So what's the story? Watching the goats? The goats too like it here. Meh. They climbed the ruins. But that's not... When the forest began to get more dangerous, I thought it might be time to finally use the Stormwell here. This? What is this? Surprised you haven't heard of it. This thing's been on the family land forever. Aunt said it was curing. We had stories that it could... This is going to sound crazy, but that it could give you power. And my family are abysmal storytellers, see? Terrible imaginations, so I thought maybe they're not just stories. Maybe I could, you know, protect the goats. And my husband, my Boric, if I could get a hold of that power. It takes research, some old family recipes, and time. Lots of time to get a Stormwell to give up its secrets. I didn't want to tell Boric. Where they came up with a story of its own? Better than a story of a goat her trying to wear a hat 2 sizes too big for her. It's a shame though, I needed maybe one more good storm. The clouds looked promising today and I thought I could finish the process before monsters got here. No such luck. It was silly now that I've seen what fighting really is. I'm not cut out for it. Glad I never told Boric. So now you're going to... Calm my goats and go home? Yeah. Unless one of you wants it. It's possible. Make the beasts pay good next time. The sky's clearing now, but if you want to take me up on it, come back sometime. As for Callaway Truffestang, Boric. As for Callaway Truffestang. Boric too. We'll feed you, put you up, give you otherworldly powers. First for hospitality, you know. Grant someone the power of the Stormwell. Ich meine, Wildermyth ist unser stärkster bisher. Let's go. Und der Rest von euch kann das Ding securen. Callaway and Boric welcomed Wildermyth and stuffed him full of bristleberry pie and goat cheese while they waited for Storm to roll in. Right, this is more like it. Boric, get your boots. You stay. Callaway tinkered with the top of the Stormwell. Careful. Wonderful, good sign, almost there. You call us when you're ready. So, what do you give up? For? The whole heroing. You know, like your goats or your spouse, to name examples at random. Oh. A million lives on my own, but there's no avoiding it. There's another Wildermyth out there in a different time who maybe got some goats in the wife. Maybe he was happy. I never know his story, but this one's mine. Wildermyth's musings are sharply interrupted.
Call away. It's been a long flower to bloom, but it's quite pretty now, isn't it? The storm will fill with light, or water, or both. It swirls and spills over the sides. I should have asked this before, but am I going to have to fight something? Probably not. What happens now then? Well, that wasn't in the stories. The ancient voices of the Tempest aren't telling you? Oh. Take a drink, transform head, reach in, transform arm, step in, transform leg. Ich meine, er hat ein verlorenes Auge. Oder gar nichts. Ich meine, ja, wenn er von das Auge hat, wäre es vielleicht am besten, wenn er einen neuen Kopf hat, wo er 2 Augen hat? Hold him draws his face closer to the water. Tiny flashes within it hold his gaze. Suddenly, it's obvious what he's supposed to do. Do. How did it taste? A little metallic. Not great, honestly. You both okay? Storm touched. Oldhim contains the cold power of a storm gaze. Oldhim's eyes flashed ominously. Passive, static shock, 2 damage. Incoming melee damage has a 30% chance to deal 2 damage to the attacker. Oh, nice. Richtig transformiert ist sein Kopf nicht, das hat ihm nur eine Zusatzfähigkeit gegeben. Und Secure Site completed. A thorough delving for the mysteries of the Observatory has proven rewarding. Die Ressourcen und viel wichtiger. Ein Dodge Necklace, nee, definitiv nicht. Du kannst countern, wenn du blockst oder dodgest und das kann ich nicht wegnehmen, das ist viel zu gut. 50,4, 51, 50, ja, News. Jetzt zu den Cool Goblin Plains. Zum Kapitelende. Ich könnte den Kampf hier machen, allerdings bringt es mir nicht viel. Ich kann einfach das Ding direkt angreifen, das ist das Ende des Kapitels, dann ist die Kirsch vorbei. Ja. They found Sanine waiting at Gratian Water Wheel, just as she had promised. Did the colleagues a certain Morthagi? It's probably underneath. Stomp around a bit. Stomp, stomp, stomp. Und da haben wir's. One doesn't research mortifishers for years just to make completely useless. The white floorstone eventually yielded to Branson and Uldim's efforts, revealing dusty steps into the dark. So you're still up for clearing it out? That was the plan. I came all the way here and I made this. That thing deserves its own song more than we do. But a lot can change in a long walk across the yawning lands. My spine is brambles, my knees are splitting into shards. My ears remind me of my dead depths I owe them. And perhaps another fight isn't how I want to end this. Not yet. So I wanted to give this to you. Are you certain? One of you would take down more foes with it than I could at this point. I'll stay out here. I'm no surgeon, but I can tend to anyone who needs it. Take care of each other down there. I don't even want to know what some of this flotsam is. You may be about to find out. Clockstopper. Great Axe Tier 3. 9 Schaden, 9,6 Range, 3 Shred, 5 Stun Damage. Given to the company's gift, this axe repurposes old bits of Morthagi for the single purpose of cutting down the fellows. Shreds more armor than normal axe, plus 1 Stun Damage. Und dann geben wir es dir. Hat nicht so große Reichweite wie den Great Spear, ist um einiges stärker in anderen Aspekten. Gehen es 4 Sommeliers, was
Backticks, eine Wardrobe und ein Butler. Was habe ich jetzt gerade getan mit R? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe einen falschen Klick gemacht, weil ich die Tür öffnen wollte. Das ging nicht. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt an der Stelle getan habe. Na gut. Okay, ich habe den Boil ausgemacht, so wie es aussieht. Haberdasher handles heavy metals, spews toxic smoke. Suddenly a structure comes to life and begins to spew a skull-spitting fog to the room. Nah, someone destroy that thing. Ich habe keine Ahnung, was das Ding genau macht. Ah, gedodged, ernsthaft. Komm schon. Ja, wir müssen es definitiv erledigen. Ah, okay, das ist ein bisschen mehr von der Umgebung. Wie viel Schaden das Gift macht, weiß ich wie gesagt nicht. Aber wir werden es vermutlich früher als später herausfinden. Also vielleicht die Dings machen sollen mit Melfa. Weil jetzt haben wir hier noch gehen. Aber du könntest ihn vielleicht auch dort reden. Ja, nicht, aber aus. Stunt immerhin. Und das sollten wir erledigen. Gut, da das sind nicht alle Gegner. Okay, alle nehmen einen Schaden in den Gift. Okay, macht einen Alarm. Dodge, sehr schön. Noch einen Alarm, was du auch nehmen kann. Angreifen nach Glock, okay, einen Drive Link, das bringt der. Sommelier increases Dodge and Damage from being near allies, okay. Quitch erstmal. Stunning Barrage, sehr schön. Können wir alle drei treffen? So nur die zwei. Mach was so, ist der Haberdasher weg. Phew, okay, that's taken care of. Weaving is the best. War eine Weile, um das so wieder zu bringen. Das gehen wir fürs erste raus herum. Okay, wo auch immer die Gegner sind, wir sehen sie noch nicht. Quetsch, interferierst du bitte mit der Barrikade. Aber wenn du da einen Splinter Blast benutzt, bis das die Barrikade erledigen. Okay, wo sind die restlichen Gegner? Geht's hier irgendwie weiter? Oh ja, ich will, hier hinten ist noch eine weitere Türe. Okay, William. Bereit. Ja, alle anderen. Kommt hinten rein. Er kann dich vorbereiten mit, ja, Silk Step. Und dann schauen wir mal. Öffnen wir die Tür. Ne, Wardrobe.
Sommelier. Das sind all die wir bisher sehen. Können die Rüstung erst ein bisschen zerstören? Ich denke ja, Melfa hatten... Oder auch nicht. Ich dachte, du könntest Rüstung zerstören. Wieso das noch nicht? Muss es ein Stunt sein oder wie? Im letzten Kampf konntest du ja eine Rüstung für den zerstören. Shackles, ja, das ist guter Schaden, dann müssen wir das Ding erledigen können. Ja, wenn es trifft, das trifft. Ich meine, es war glaube ich 100% Trefferschuss, das ist ein bisschen komisch gewesen, wenn es nicht getroffen hätte. Nice, Stunt Damage. Dann Muse, machen wir dir noch einen Ambush. Wird vermutlich hier unten durchgehen, oder? Oder oben durch? Warte, kann ich überhaupt unten durchgehen? Ja, kann er. Stunt, sehr schön. Weiter feuern, bitte. Und eine weitere Greyback Armor. Wert weniger Rüstung allgemein. Du, also gib es dir. Uff. Ah, good, it was good. I was hoping that wasn't them. How did things check out? They've been disassembled. It's polite way of putting it. We'll melt down what we can. So pull it off, then. Good, we can rest for a bit. What do you mean a bit? We destroyed the source, didn't we? Nothing's going out of there again. The structure was not the only one ever in operation. Morthagi's ability to lie dormant and bide at time is one of the greatest strengths. I hope I'm wrong, but in case I'm not, and in case I'm not around to help next time, not around. It's a thing you have to consider when you reach my age. In case I'm not, keep your wits about you. So, das ist Kapitel 2. 11 Years of Peace Follow. Und das Ganze verbessern und alles andere sehen wir bis in der nächsten Folge, weil diese ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Adieu.